Hallo, ich bin Max Czolek, ich bin Autor, Kurator und Verschwörer aus Berlin. Ich glaube, ich würde sowas wie Flashmob-Ausstellungsstücke einführen. Ja, ich würde durch die Dauerausstellung laufen und neue Beschreibungen hinmachen. Und dann würde ich für alle Leute Bauhelme austeilen mit Davidstern drauf und die ganze Veranstaltung Umbauphase Judentum nennen. Ehrlich gesagt, sehr, sehr viel. Ich habe damals noch als Schüler der Jüdischen Schule Berlin Führungen durchgeführt durch das Jüdische Museum in Berlin, die damalige erste Dauerausstellung. Da war ich zuständig für den Raum jüdische Traditionen. Ich muss sagen, die Ausstellung, die mir am meisten im Kopf geblieben ist, war die Ausstellung Nichts als die Wahrheit, in der es um eine Reihe von Fragen ging, die Juden und Jüdinnen in Deutschland gestellt bekommen. Und jede einzelne Station war einer Frage gewidmet, aber keine Antwort. Und ich muss sagen, dass ich diesen Impuls sehr, sehr schön fand, ein desintegrativer Impuls, wenn man so will. Besonders gefallen hat mir dann die Besucherinnenwand am Ende, wo Leute Kommentare hinterlassen konnten und einige davon schrieben, also ehrlich gesagt, mir wurde hier überhaupt keine Frage beantwortet. Man muss sagen, dass die Überraschung da, glaube ich, in den letzten Jahren in unterschiedliche Richtungen geht, nicht wahr? Einmal in die positive, aber natürlich auch in die Frage, wie politisch jüdische Museen sind und wie bestimmte politische Konflikte über Ausstellungen und jüdische Museumsarbeit ausgetragen werden. Eine Sache, die, glaube ich, das Museum zeitweilig geschwächt hat als einen Ort der liberalen und linken und progressiven Perspektiven auf Judentum. Ich glaube, wir befinden uns gerade an einer Übergangsphase zwischen einem eher exklusiven hin zu einem inklusiveren Verständnis davon, was Judentum ist, wer dazu gehört und auf welche Weise man Unterschiedlichkeit, radikale Vielfalt nicht nur in der Gesamtgesellschaft als pluraler Demokratie, sondern auch im Judentum denken kann. Wenn man so will, geht es da auch um ein ganz ureigenes Integrationsparadigma des Judentums, und das Jüdische Museum ist Teil von diesem Strudel, Teil von dieser Diskussion. Und ich glaube, ich gucke immer wieder mit Spannung und damit natürlich auch mit Überraschung darauf, auf welche Weise dieses Museum hier in Berlin, aber auch an anderen Orten Impulse setzt, um diese Diskussion voranzuführen. Ich glaube, man müsste vielleicht für jedes Jahr andere 3 Worte wählen. Für das Jahr 2021 würde ich sagen, vorsichtig, zugewandt und unternehmungslustig. Ich glaube, diese Frage lässt sich nur im Kontext der jeweiligen Situation beantworten, in der man sich befindet. Wir befinden uns im Jahr 76 nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und damit auch nach der endgültigen Niederlage des Nationalsozialismus. Die deutsche Gesellschaft ist in diesen Jahrzehnten eine andere geworden, eine pluralere, eine vielfältigere. Und ich glaube, wir können sehr genau nachvollziehen, auf welche Weise Konzepte wie Integration, Leitkultur, Heimat im Moment nicht in der Lage sind, die Kontinuitäten und vielleicht auch die Tendenzen zur Rückkehr dieser völkischen Ideen zu verhindern. Das heißt, es geht hier nicht um die Frage von Vielfalt als nice to have, schön, wenn wir es haben, sondern eigentlich als ein Beitrag zur Frage, was diese Gesellschaft wehrhaft macht, was also dazu beiträgt, dass die Geschichte sich nicht wiederholt. Ich glaube, dass Menschen in Deutschland einen Großteil ihres Wissens über das Judentum aus jüdischen Museen gewinnen. Das hängt damit zusammen, dass Schulen in Museen gehen, dass, sagen wir mal, nicht nur Museen, auch Gedenkstätten und sowas, also Orte der Erinnerung. Und dabei entsteht natürlich relativ schnell der nicht ganz falsche Eindruck, dass Juden diejenigen sind, die die deutsche Seite eben vernichtet hat oder verfolgt hat oder ausgeschlossen hat. Und ich glaube, es ist gerade jetzt bemerkenswert und auch schön zu beobachten, wie jüdische Museen in Deutschland probieren, dem ein anderes Bild der Juden als lebendige Menschen entgegenzustellen. Und zwar nicht nur lebendige in der Gegenwart, sondern auch in der Vergangenheit. Juden und Jüdinnen sind eben nicht nur verfolgt gewesen und es erschöpft sich die jüdische Geschichte auch nicht nur in der Geschichte des Antisemitismus. In diesem Sinne ist jüdische Geschichte nicht nur jüdisch-deutsche Beziehungsgeschichte, sondern auch eine ganz eigene Erzählung. Und ich glaube, wenn wir probieren, Gesellschaft im Sinne ihrer real existierenden radikalen Vielfalt zu denken, dann ist es auch wichtig, die Geschichten von Menschen, Minderheiten, Gruppen in dieser Gesellschaft als eigene Geschichten zu erzählen, die nicht immer nur
Verhältnisgeschichten, Beziehungsgeschichten zu einer Mehrheitsgesellschaft sind, sondern auch Geschichten, die jeweils einzeln erzählt werden müssen. Es ein Ort sein kann, an dem wir verstehen lernen, dass Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft nicht über Ähnlichkeit und Ähnlichwerdung entsteht, sondern dadurch, dass man anfängt, alle Menschen, die in der Gesellschaft leben, zu akzeptieren. Wenn ich träumen könnte, würde ich mir wünschen, dass wir in 10 Jahren auf die Debatten schauen, die wir heute und in den letzten Jahren geführt haben und sie nicht mehr genau verstehen. Dass wir uns also fragen, warum eigentlich haben wir uns über diese Dinge gestritten? Was eigentlich war dieses merkwürdige Integrationsmodell? Warum eigentlich ging es um die Frage, auf welche Weise Minderheiten gegeneinander ausgespielt werden? Vielleicht sind wir tatsächlich in einem Jahrzehnt, in ein paar Jahrzehnten woanders und können dann wirklich 1700 Jahre jüdisches Leben feiern oder vielleicht noch besser 1700 Jahre deutsche Migration nach Judistan. Ich wünsche dem Jüdischen Museum Berlin, dass es mutig bleibt, dass es immer wieder probiert, die Dinge neu zu perspektivieren, dass es Menschen einlädt, dabei zu sein und dass es ein Ort der pluralen, der vielfältigen Perspektiven wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass Sie eingeschaltet haben zur Endlos-Serie Juden erklären den Deutschen die Welt. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es viele Dinge, die hier vor der Kamera passieren, aber auch viele, die dahinter stattfinden. Ich habe gar keine Worte dafür, für das, was jetzt gerade hinter der Kamera passiert. Ich kann Sie nur einladen, zu kommen und ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und bis dahin, träumt gut vom Jud.